Hey Leute, ihr werdet nicht glauben, was da wieder ans Licht gekommen ist. Jens Spahn und sein Ministerium haben während der Pandemie satte 90 Millionen Euro für Beatmungsgeräte gezahlt, die nie geliefert wurden. Wie kann das sein, dass solche Summen einfach verschwinden und keiner sich erinnern will? Lasst uns gemeinsam diese unglaubliche Geschichte durchleuchten. Auf geht's! Heute reden wir über etwas, das euch genauso fassungslos machen wird wie mich. Es geht um Jens Spahn und 90 Millionen Euro Steuergelder, die während der Pandemie in dubiose Kanäle geflossen sind. Da fragt man sich, wie kann sowas passieren? Im Frühjahr 2020, als die Corona-Pandemie gerade ihren Höhepunkt erreichte, hat das Gesundheitsministerium unter Jens Spahn bei einem Medizintechnikhersteller 10.000 Beatmungsgeräte bestellt. So weit, so gut. Doch kurze Zeit später kam die Kehrtwende. Die Lage entspannte sich ein wenig und das Ministerium entschied, weniger Geräte zu brauchen. Klingt vernünftig, oder? 3,9 Millionen für nichts. Was aber danach geschah, ist kaum zu glauben. Statt den Auftrag einfach zu stornieren, entschied man sich, eine sogenannte Optionsprämie zu zahlen. Satte 90 Millionen Euro. Das bedeutet, dass die Regierung sich das Recht erkaufte, innerhalb eines Jahres Beatmungsgeräte im Wert von 200 Millionen Euro zu bestellen. Jetzt kommt der Clou. Diese Geräte wurden nie bestellt. Und das Geld? Tja, das landete fast vollständig im Gewinn der Firma. 90 Millionen Euro Steuergelder einfach weg. Was macht die ganze Sache noch schlimmer? Weder der Hersteller noch das Gesundheitsministerium wollten sich zu den Details äußern. Sie berufen sich auf Vertraulichkeitsvereinbarung. Klingt das nicht verdächtig? Und Spahn selbst? Tja, der sagt, er könne nichts dazu sagen, weil ihm der Aktenzugang seit einer Amtsübergabe fehlt. Schon praktisch, sich plötzlich nicht mehr erinnern zu können. Es ist einfach unglaublich, wie leichtfertig mit unseren Steuergeldern umgegangen wird. Und wenn man versucht, Aufklärung zu bekommen, wird gemauert. Vertraulichkeitsvereinbarung, hin oder her. Wir als Bürger haben ein Recht zu wissen, wohin unser Geld fließt. Doch es scheint, als ob bei solchen Skandalen immer die gleichen Mechanismen greifen. Verantwortung, Fehlanzeige. Wenn man so etwas hört, kann man wirklich nur den Kopf schütteln. In einer Zeit, in der viele Menschen ihre Jobs verloren oder um ihre Existenz bangen mussten, werden mal eben 90 Millionen Euro verschleudert und niemand wird zur Rechenschaft gezogen. Stattdessen heißt es, da kann ich nichts sagen. Wie lange soll das noch so weitergehen? Was die Sache noch bitterer macht, ist der Blick auf Jens Spahns persönliche Situation. Während er als Gesundheitsminister für den Umgang mit der Pandemie verantwortlich war, hat er sich eine Millionenvilla gegönnt. Ein Mann, der öffentlich weiß, wie man sich persönlich bereichert, und das mitten in der größten Gesundheitskrise der letzten Jahrzehnte. Und während Spahn und Co. sich die Taschen füllen, wird der einfache Bürger für alles zur Kasse gebeten. Die Steuern steigen, die Inflation zieht an und es wird immer schwieriger, mit dem eigenen Geld über die Runden zu kommen. Doch wenn man hinschaut, wie Steuergelder verschwendet werden, merkt man, das Problem sitzt ganz woanders. Das ist leider nicht das erste Mal, dass Politiker so unverantwortlich mit Steuergeldern umgehen. Und es wird auch nicht das letzte Mal sein, wenn wir uns nicht wehren. Politiker wie Spahn leben in einer eigenen Welt, in der sie tun und lassen können, was sie wollen, ohne jemals zur Verantwortung gezwungen zu werden. Das Schlimmste an dieser Geschichte ist, dass keine wirkliche Aufklärung in Sicht ist. Es gibt keine Konsequenzen, keine Antworten und keine Verantwortlichen. Stattdessen wird alles unter den Teppich gekehrt und man hofft, dass die Bürger es irgendwann vergessen. Aber genau das darf nicht passieren. Es scheint, als ob unser politisches System komplett versagt hat, wenn es darum geht, die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Kontrolle und die Kontrollierten stecken oft unter einer Decke. Und am Ende sind es die Bürger, die die Zeche zahlen. Genau deshalb ist es so wichtig, dass wir dranbleiben und solche Skandale immer wieder aufdecken. Was mich besonders wütend macht, ist die Tatsache, dass Politiker wie Spahn immer wieder Ausreden parat haben. Ich kann mich nicht erinnern, die Akten habe ich nicht mehr, Vertraulichkeitsvereinbarung.
So werden wir hingehalten, während hinter den Kulissen weiter gemauschelt wird. Am Ende zahlen wir alle für diese Misswirtschaft, egal ob es um verschwendete Steuergelder oder um politische Fehlentscheidungen geht. Es trifft immer den Bürger. Doch die Politiker, die für solche Skandale verantwortlich sind, scheinen das kaum zu interessieren. Warum auch? Sie sitzen ja sicher im Sattel. Selbst wenn Spahn oder jemand anderes irgendwann eine Entschuldigung abgeben würde, was bringt uns das? Das Geld ist weg und es wird nicht zurückkommen. Solche Leute sollten nicht einfach weitermachen dürfen, als wäre nichts passiert. Sie müssten mit ihren persönlichen Finanzen dafür haften. Liebe Leute, ich denke, wir haben die Nase voll von solchen Geschichten. Es reicht. Wir brauchen Politiker, die wirklich im Interesse des Volkes handeln und nicht nur in ihrem eigenen Vorteil im Blick haben. Jens Spahn und seine Beatmungsgeräte-Affäre sind nur ein weiteres Beispiel dafür, wie weit sich die Politik von den Bürgern entfernt hat. So, das war's von meiner Seite zu diesem wirklich unglaublichen Fall. Wenn ihr genauso fassungslos seid wie ich, dann lasst uns das gemeinsam weiter verbreiten. Vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und vor allem kommentiert mal ordentlich, wie ihr das Ganze seht. Eure Meinung zählt und macht einen Unterschied. Zum Abschluss noch ein passendes Zitat von Mark Twain. Politiker und Windeln müssen regelmäßig gewechselt werden. Aus demselben Grund. Ich glaube, das sagt alles, oder? Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.